Ja, meine Reise geht weiter mit den Meininger Hotels. Zuletzt war ich bei der Daniela in Berlin und heute bei dir, Johannes, in Hamburg. Ja, schön, dass du da bist. Und wie ich schon erfahren habe, bist du Hamburger. Ja, ganz genau. Also hier geboren, aufgewachsen und zwischendurch mal weg und wieder zurückgekommen, weil es einfach die schönste Stadt. Ja, dieses Wegsein ist ja typisch für die Hotellerie, ja, aber auch so ein bisschen typisch für Hamburg. Wenn man hier rausschaut aus eurem Hotel, dann hat man gleich einen Blick auf den Hafen, auf die Elfi. Ist da nicht manchmal auch Sehnsucht da, wieder nach weg? Ja, immer wieder mal. Also ich reise unheimlich gerne durch die Welt und habe aber auch schon viel ja in den letzten Jahren gesehen, dass ich jetzt mittlerweile sagen kann, okay, Reisen schön, Mhm. aber Hamburg ist mein Zuhause. Und das ist einfach, ja, am Wasser, wie du schon gesagt hast. Wir sitzen hier im 6. Stock gerade, gucken auf die Elbphilharmonie und auf die tanzenden Türme. Mhm. Das ist einfach Heimat. Ja. Daniela hat ja in der letzten Episode gemeint, sie hat, glaube ich, eine Ausbildung angefangen im Hotel, hat da dann die Gründer von Meininger kennengelernt. Also einen der Gründer, der eben auch da gejobbt hatte und dann später sie auf die Gründung angesprochen hatte. Ähm, Wie war dein Einstieg in die Hotellerie erstmal? Nicht direkt Meininger, aber Ja. Zu Meininger muss ich nämlich dann auch was sagen. Ich bin da auch gerne, ja. sehr witzig zu Meininger gekommen. Mhm. Aber mein Einstieg war eigentlich, ja, ich bin schon relativ früh, 14, 15, habe ich angefangen in der Gastronomie überall alles Mögliche Mhm. zu jobben, im Popcorn-Pop durchs HSV-Stadion zu laufen. So Endlich habt ihr es geschafft, ja. endlich haben wir es geschafft. Aufstieg, Ich bin nur der erste Letzte Liga. an dieser Stelle. Und bin dann tatsächlich erstmal ins Ausland gegangen, nach der Schule. Habe da ein Jahr in London gewohnt, bin dann wieder zurück, weil ich meinen Zivildienst machen musste. Mhm. Und dann habe ich gedacht, wenn ich schon mal in Deutschland wieder bin, machst du auch eine Ausbildung hinterher, bevor du vielleicht wieder nach England zurückgehst, weil mir hat das da super gefallen. Ja. Und dann bin ich, ja, habe mich bei vielen beworben, wurde auch, ja, konnte es mir quasi aussuchen, wo ich hingehe. Bin dann nach München gegangen und habe da meine Ausbildung dann auch zum Hotelfachmann ganz klassisch Okay. angefangen. Und Jetzt hast du gerade schon gesagt, Meininger war dann lustig irgendwann. genau, Liegt auch schon lange zurück, muss man ja, sagen, ja. ja, genau, 2009. Mhm. Ich hatte gerade eine Auszeit genommen von der Hotellerie, war in Italien als Kinderbetreuer witzigerweise Mhm. tätig, auch über die ITB Ja. dazugekommen und das war in der Toskana und da habe ich eins von den Kindern von einem der 3 Gründer betreut. Von genau und mittlerweile Fußballprofi bei Hertha BSC, Okay. der junge Mann. Okay. ähm, und ja, da wurde ich gefragt, ob ich nicht vielleicht für Meininger arbeiten möchte. Und dann habe ich gesagt, ja, ich habe jetzt nach der Zeit als Kinderbetreuer, das war nur saisonal, noch nichts vor, warum nicht? Mhm. Gehst ins nächste Abenteuer und stand dann ein paar Monate später in Wien. Bei Meininger in Bei Wien. Meininger in Wien, genau. Ich hatte hier ein kleines Kennenlernen in Hamburg, Kennenlerngespräch 2009 und hat mir sofort gefallen. Erinnerst du dich noch, was so ein bisschen die Faszination damals für dich ausgemacht hat, An als du Meininger? von Meininger gehört hast? Ja. Ja, ich kannte Meininger vorher gar nicht, Mhm. aber als ich mir das dann angeguckt hatte, ähm, dass es einfach zu mir passt. Also ich hatte wirklich jede Sternekategorie im Hotel durch und dieses miteinander wachsen, Mhm. man kann sich selber ausleben, man kann eigene Ideen mit einbringen. Das hat mich total fasziniert an Meininger. Also dieses, ja, gemeinsam wachsen und so flexibel, locker, ja, im Prinzip, ja, wie so eine Family. Mhm. Ja. Und dann bist du nach Hamburg irgendwann zurückgekommen, deine Heimatstadt. Hier jetzt in Altona, Hamburg, das City Center Hotel von Meininger. Gab es das damals schon? Oder Ähm, kam es ja später dazu? nee, es gab's tatsächlich damals schon. Wir sind jetzt seit letztem Jahr 15 geworden, Mhm. hier in Hamburg. Ist auch eine lustige Geschichte. Ich habe immer darauf gehofft, dass irgendwann Hamburg mal eine Stelle frei wird als Okay. Hotelmanager. Ja. Und bin ja im Prinzip 2013 wieder zurück nach Hamburg gezogen, aus familiären Gründen, habe da ein bisschen supportet und dann kam irgendwann der Anruf, weil ich wollte eigentlich ja mich komplett neu orientieren und wollte ein Studium anfangen zum Lehrer
also auf Lehramt, Berufsschullehrer am liebsten. Ja, dir scheint es die jungen Leute angetan zu haben, Genau. ja. Also gehören ja auch zum Meininger Konzept, ja. Aber damals Toskana, Kinder betreuen, Lehrer, okay. Also es passt irgendwie alles. Mhm. Und dann wollte ich eigentlich nur ein Zeugnis anfordern, weil ich das noch brauchte für die Vollständigkeit. Ich es damals in Wien irgendwie vergessen hatte, wie auch immer, von Meininger zu bekommen. Und dann hat mich Markus Pettinger, unser Regionaldirektor, Ja, kenne ich auch, ja. gefragt, ob ich nicht statt ein Zeugnis zurück zu Meininger möchte, weil gerade eine Stelle frei wird. Und das, ja, man kann es Zufall oder Schicksal nennen, perfekt gepasst. Und dann war ich wieder hier. Seit 2019. Das kenne ich ja schon, das ein oder andere Meininger Hotel. Es kommen noch ein paar dazu dieses Jahr. So viel sei schon gesagt. Aber auch hier, ich meine, ihr habt auch wieder den Meininger Stil komplett durchgezogen. Ja, auf jeden Fall. Sitzen hier in einem sehr, sehr geräumigen Zimmer. Einmal mehr, 6. Etage. Mit dem Bett hier für die Eltern. Mit der Skyline vom Hafen hier im Hintergrund am Kopfteil. Und natürlich ein schönes Stockbett für die Kinder. Also ein 4-Bettzimmer, ne? Ja. 4+1. 4+1. Okay. Noch der kleine, Stimmt. mit. Das ist ja einfach auch Meininger typisch. Ja. Kategorien. Auf jeden Fall. Und wir hier in Hamburg haben tatsächlich auch eine der größten oder vielfältigsten Bettenstrukturen. Wir haben von Einzel- bis 8-Bettzimmer alles mit dabei. Also. Und es zeigt sich auch unten im Frühstücksraum wieder. Ne? Da hat man eine ganz große Tafel, aber auch den Zweiertisch. Und was ich gestern Abend beim Check-in natürlich auch wieder einfach gemerkt habe, und das ist einfach so ein bisschen die Wahrnehmung, man fühlt sich einfach willkommen, ja, wenn man ankommt. Du bist seit 2019 dann hier, ne? Hat sich das Haus über die Zeit verändert? Also ich glaube, so Renovierungsarbeiten habt ihr auch erst vor nicht allzu langer Zeit wahrscheinlich vollzogen, ne? Ja, genau. Also tatsächlich hat sich sehr, sehr viel verändert, seit ich da bin. Jetzt nicht unbedingt wegen mir, aber im ganzen Team. Also natürlich, das Team ist das absolute Herzstück hier und deswegen, ja, man merkt es, wie du schon sagst, beim Check-in hoffentlich, dass man sich hier wohlfühlen kann, dass man auch willkommen ist. Wir haben von kleinen Renovierungsarbeiten in den Zimmern, die waren eigentlich 2019 so abgeschlossen schon, haben wir dann so viele Kleinigkeiten umgesetzt. Einmal unten die Lobby sieht jetzt, das haben wir letztes Jahr tatsächlich gemacht, sieht jetzt eher aus wie Boutique-Hotel-Style. Und da haben wir dieses Mauerwerk, was auch so ein bisschen typisch für zum Beispiel die Speicherstadt ist, mit reingebracht. Und auch der Hafen-Style ist mit dabei. Ich würde schon sagen, hat sich sehr viel verändert. Und sehr viel entwickelt, zusammen mit dem Team, mit der ganzen Abteilung aus unserer Zentrale auch. Ich bin mega stolz drauf. Team hast du angesprochen, das macht natürlich am Ende den Unterschied. War für dich immer schon einfach wichtig, ne? Ja, definitiv. Ich komme aus einer großen Familie, das heißt, ja, auch da muss man Rücksicht aufeinander nehmen und miteinander zurechtkommen. Hier in Hamburg, das Team entwickelt sich ja ständig. Also als ich ankam, gab es natürlich auch für mich erstmal, ich muss reinkommen, ich muss das Team kennenlernen und hat sich dann alles miteinander entwickelt. Man ist zusammen gewachsen, viele Sachen neu mit reingebracht und ist das Herzstück, ohne das ist gar nicht möglich. Ja, jetzt haben wir heute auch nochmal hier einen Schwerpunkt uns vorgenommen in der Episode, denn ich weiß nicht, ob das überall bei Meininger der Fall ist, aber du setzt dich da insbesondere für das Thema Inklusion ein. Ja. Wie gestaltet sich das bei euch im Team? Genau, also ist für mich tatsächlich eine Sache, die für mich selbstverständlich ist. Ich bin so aufgewachsen. Ich komme aus einer Familie mit Heilpädagogen. Das heißt, meine Eltern waren beide Heilpädagogen und Lehrer für Menschen mit Behinderung. Und das heißt, für mich war wir sind auch in einem Heim quasi aufgewachsen, also in einer anderen separaten Etage. Aber das heißt, ich hatte die Inklusion im Prinzip vor der Haustür oder mit im eigenen Wohnhaus. Und für mich war es immer normal. Und genau das wollte ich auch in der Hotellerie mit einbringen. Also
dass es nichts Besonderes ist, dass man sich nicht auf die Flagge schreibt, wir sind inklusiv oder so, sondern es ist einfach, ja, jeder ist gleich, beziehungsweise jeder hat seine Stärken und sollte mit integriert werden ins Team. Und genau das probieren wir hier umzusetzen. Und das gestaltet sich wie? Natürlich, ja, der Anfang ist immer sehr schwer. Wie starte ich überhaupt mit sowas? Wie ist ja, im Prinzip wie beim Sport, ne? Der erste Schritt. Oder wie bei einer Gründung, ja? Ja. Weil du vorher auch wieder vom Gründer gesprochen hast, von Meininger. Also es muss ja der Wunsch, der Wille da sein erstmal, der Impuls. Ja. Und dann, wie starte ich, ja? Genau. Und auch der Rückhalt von der Zentrale muss ja da sein. Meininger ist ja jetzt mittlerweile ein großes Unternehmen mit, glaube um die 35 Standorten. Ja. Sogar 36. 36. Also es war für mich halt von Anfang an klar und auch das wieder ein Zufall. Ich war auf einer Messe auf St. Pauli, kurz nachdem ich gekommen bin, habe da einen Partner auch schon kennengelernt und da haben wir sofort gesehen, wir haben die gleichen Werte und wir wollen zusammen Inklusion starten. Und dann bin ich an unseren Regionaldirektor Markus Pettinger wieder rangetreten und gefragt, wie sieht's aus? Wir würden das gerne starten, wir würden gerne anfangen, auch Menschen mit Behinderung bei uns im Arbeitsalltag zu integrieren. Sofort das Go bekommen, auch sehr, sehr viel Rückhalt aus der Zentrale von Thomas angefangen, unserem COO, bis zu Markus Pettinger, meinem direkten Vorgesetzten. Und dann haben wir gestartet, erstmal mit Praktikas, um zu gucken, wie können wir eigentlich Menschen auch integrieren, weil es gibt keine besondere Job-Description oder sowas, sondern man wirklich sehen, wie funktioniert es und dass keiner mit dem Inklusionsstempel rumläuft. Also, ich habe ein Namensschild, ich bin ein inklusiver Mitarbeiter. Und das wollten wir natürlich nicht. Aus dem Team sehr unterschiedliche Resonanz, also Grundtenor auf jeden Fall positiv, aber trotzdem natürlich, wenn du keine Berührungspunkte vorher vielleicht mit Menschen mit Behinderung hattest, dann ist das Thema für dich auch so ein bisschen fremd und du weißt nicht genau, wie gehe ich daran, wie kann ich, muss ich vielleicht den anders behandeln, besonders oder worauf muss ich achten? Und ja, das haben wir im Team halt ich sag mal, es ist wie eine Reise. Wir haben die Reise zusammen begonnen und dann haben uns da quasi reingearbeitet oder durch Erfahrungen, neue Abenteuer haben wir gesehen, dass eigentlich jeder Mensch eine Stärke hat und auch integriert werden sollte. Das ist interessant, weil die meisten haben wirklich keine Berührungspunkte, mit Menschen mit Behinderung, mit einer Benachteiligung. Und wenn du dann so ein Projekt umsetzt, dann arbeitet man auf einmal mit jemandem Tag für Tag die ganze Woche zusammen. Ganz nah, ja. Ja. Und das ist wirklich was Wunderschönes. Gerade auch, wenn man ein Team sieht, da entsteht was zusammen. Also der Respekt füreinander, die Offenheit, einfach jeden zu nehmen. Es ist auch eine andere Art von Verantwortung oder Respekt für den anderen, aber auch eine Reflexion, dass man guckt, okay, wie gehe ich mit meinem Mitmenschen um? Und da ist dann Inklusion irgendwann egal. Also beziehungsweise, dass jemand eine Behinderung hat. Ich weiß nicht, ob du vielleicht hier im Team gesehen hast, als du eingecheckt hast, wer von unseren Menschen, die hier arbeiten, inklusiver Mitarbeiter ist. Also ehrlich gesagt, gestern Abend nicht. Ja. Also das ist auch unser Ziel, dass man so wenig wie möglich den Unterschied macht und so wenig möglich erkennt, hier ist jemand anders. Im Gegenteil, also gar nicht. Schön. Du hast gerade erwähnt, dass du einen Partner dann da bei der Messe auf St. Pauli kennengelernt hast. Mit dem arbeitest du bis heute zusammen, oder? Genau, das ist die Hamburger Arbeitsassistenz. Die sind auch schon seit, ich glaube, 30 Jahren oder sowas auf dem Markt. Also haben auch so ein bisschen Pionierarbeit in diese Richtung geleistet. Erstmal branchenübergreifend, ne? Und jetzt dann auf die Hotellerie. Ja, genau. Runtergebrochen. Genau. Und bei denen ist es halt wirklich so, die arbeiten sowohl mit Menschen, die eigentlich auch gar nicht vermittelbar sind oder nicht als vermittelbar gelten auf dem ersten Arbeitsmarkt, sondern eher das Stempel Werkstatt aufgedrückt bekommen und eigentlich gar keine andere
Möglichkeit haben. Und mit dem zusammen haben wir halt geguckt, was können wir machen oder wie können wir die Menschen integrieren durch Vorgespräche, dass wir gesehen haben oder geguckt haben, was gibt es für Aufgaben bei uns vielleicht. Und dann einfach ins Ausprobieren gegangen sind. Und da hatten wir den ersten Kandidaten oder Kandidatin, die ist jetzt auch immer noch bei uns, seit über 5 Jahren. Mit der hatten wir wirklich eine Aufgabe angefangen, haben geguckt, okay, haben irgendwann festgestellt, das passt vielleicht nicht so, weil vielleicht auch war nicht der, ich will nicht sagen, der Speed vom Arbeiten her hat nicht zusammengepasst mit den Arbeitsabläufen. Deswegen haben wir gesagt, wir probieren was anderes mit dir aus und haben quasi die Stärke von den Personen, also das heißt auch wirklich auf jeden Einzelnen eingehen, die Stärken filtern und ausbauen und für uns nutzen, aber dass auch der Mitarbeiter einfach zufrieden, glücklich und mit seiner Arbeit ist. Und das ist einfach, ja, das, was einen dann auch im Endeffekt glücklich macht oder stolz macht, zu sehen, hier haben wir jemanden, der ist gerne bei uns, macht seine Aufgabe gut und gerne und ist einfach mega wichtiger Teil des Teams. Bleibt es dann in der Regel bei so dieser früher mal definierten Aufgabenauswahl oder entwickelt sich das auch weiter? Es entwickelt sich auch weiter. Genau, also es ist je nach Mitarbeiter, je nach Kandidaten auch, dass wir einfach gucken, so wie ein Job-Carving quasi. Wir gucken, was kann sie für Aufgaben übernehmen im Team und dann gehen wir zusammen auf Entdeckungstour und entwickeln quasi eine neue Position. Und das haben wir mit 2 zusammen gemacht und einen haben wir auch direkt mit an der Rezeption integriert. Das ist nochmal eine andere Art das ist ein Integrationsprojekt sozusagen, also muss da unterscheiden zwischen verschiedenen Töpfen auch, Budget für Arbeit und Integrationstöpfen sozusagen und funktioniert alles tipptopp. Selbst durch Corona sind wir gekommen und haben da gesehen, in der herausfordernden Zeit, sag ich mal, dass auch da die Aufgaben quasi. Ja. Das heißt, es ist ganz wichtig, einfach die Aufgaben so auch klar zu definieren, auf diesen einzelnen Menschen und seinen Hintergrund einfach zuzuschneiden. Und das vermeidet am Ende auch dann, sag ich mal, Reibung ab und an, ne? Weil man einfach sich nicht in Anführungszeichen im Weg steht. Ja, genau. Ab und an, ne? Ja, auf jeden Fall. Innerhalb des Teams. Ja. Dazu muss natürlich auch der Respekt vom Team da sein, wenn wir wirklich sagen, okay, das ist jetzt hier Aufgabe von Person XY, weil das ist dann auch ganz wichtig, dass die Aufgabe wirklich als auch ernst genommen wird vom Team, zu sagen, okay, das ist jetzt wirklich die Aufgabe, die Person macht. Das ist Responsibility. Und gerade wenn dann jemand im Urlaub ist und nach 2 Wochen wiederkommt und in der Zeit doch gesehen wird, was alles dann liegen geblieben ist, dann hat man auch noch mehr diesen Respekt und diese Anerkennung, dass es wie wertvoll jeder Mensch bei uns ist und wie wertvoll die Aufgaben sind, die wir haben oder die Person dann erledigen. Ja. Und ihr habt immer so eine relativ gleichbleibende Anzahl oder einen Schnitt? Oder? Da sind wir gar nicht so wirklich festgelegt. Also momentan sind es 3 insgesamt. Aber wir gucken auch gerade schon wieder in die Richtung, was können wir als nächstes machen. Wir haben noch eine weitere Abteilung auch im Blick, wo wir uns austauschen und gucken, was könnte man vielleicht noch übernehmen. Es ist natürlich auch eine Entlastung, das muss man ganz klar sagen, für einige Aufgaben, die vielleicht auch aus dem Team, ich will nicht sagen, es klingt so ein bisschen bösartig, dass wir die abschieben möchten, eine Aufgabe, aber es sind Aufgaben, die vielleicht einfach wiederkehrend sind, die uns in anderen Dingen vielleicht aufhalten, wodurch jemand anderes einfach eine große Wertschätzung erfährt und wirklich wichtig auch zum Teil seinen Teil beitragen kann. Ja. Also Meininger ist bekannt für Menschen, Thomas hast du vorhin schon erwähnt, Thomas Hagemann, der in der ersten Episode zu Gast war, Daniela, für Menschen, die einfach lange auch bei Meininger und mit Meininger schon sind, den Markus nicht zuletzt. Das Schöne ist ja, dass dann solche Ideen, solche Projekte auch relativ schnell wahrscheinlich bei Meininger Hotels weitergetragen werden. Ja? Ja, auf jeden Fall. Ja. Und dafür bin ich auch sehr, sehr dankbar, dass das, was ich auch schon zu Beginn sagte,
es wird wirklich ernst genommen. Jeder wird auch ernst genommen. Weitergetragen und mitgetragen werden. Ne? Ja. Und wir wachsen zusammen. Genau. Ja. Und Ideen werden gehört und wenn sie gut sind, werden sie mit umgesetzt und eingebaut. Und das ist was einfach erfrischend begeisternd ist. Aber es braucht, oder es wäre einfach ratsam, auch so ein bisschen als Tipp, sage ich mal, an die Branche, einfach mit so einem großen Partner zusammenzuarbeiten, der einfach die Zugänge, die Expertise drin hat, ne? Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, daran Weil es scheitert. wird auch bürokratisch und so, das ist sicherlich nicht nur einfach sein. Ja, Ja, nee, da sind schon so ein paar Hürden, glaube ich, gesetzt. Und ich glaube, daran scheitert es auch manchmal, dass man diesen ersten Schritt, wie gesagt, wie beim Sport, den ersten Schritt muss man machen. Was möchte ich eigentlich überhaupt? Oder die für dieses Thema interessieren und dann einen Partner suchen. Es gibt so viele Partner, also die EAA, eine Organisation, die ist in jeder Stadt in Deutschland präsent mit verschiedenen Partnern, die man dann auch kontaktieren kann, dass man sich jemanden sucht für den Aufbau und dann einfach darauf einlassen. Nicht irgendwie stigmatisieren oder sowas, sondern einfach offen sein, bereit sein, auf eine neue Reise zu gehen und dann, nicht in Theorie verstricken, sondern einfach machen. Und dann läuft das Ganze. Gab es denn so einen Moment, wo du wirklich von einem dieser Mitarbeiter auch gesehen hast, die fühlt sich jetzt richtig wohl, die ist einfach nur glücklich hier bei Meininger jetzt auch tätig zu sein und nicht in der Werkstatt nur in Anführungszeichen arbeiten zu müssen? Ja, tatsächlich. Es gibt mit zwei Mitarbeiterinnen gibt es tatsächlich sehr schöne Momente, wo ich wirklich auch gedacht habe, okay, das ist genau das Richtige, was wir hier machen. Und wir haben das geschafft, Inklusion zu leben und nicht einfach nur jemanden einzustellen. Wir haben wir haben so eine kleine Tradition im Team, sag ich mal, dass es, wenn jemand Geburtstag hat und da ist, dass es dann einen Kuchen gibt. Und wir zusammen anstoßen und denjenigen feiern. Und eine Mitarbeiterin kam dann an und sagte, Johannes, wenn ihr den Dienstplan schreibt, könnt ihr bitte dafür sorgen, ich habe in 2 Wochen Geburtstag, dass ihr nicht vergesst, dass ich an dem Tag dann arbeite, weil ich möchte gern diesen Kuchen und die Feier zusammen haben. Und das hat mich einfach so berührt, weil ich gesehen habe, okay, die scheint sich wirklich so einfach wohlzufühlen. Also wirklich, das ist ja eine Sache, die sagt man nicht einfach nur so, sondern das ist, wow, das macht Spaß. Ja. Du hast gerade gesagt, 2 Beispiele. Hast du noch eins? Genau, und bei der anderen Person ist es auch, wir führen ja regelmäßige Feedback-Gespräche und auch wegen den Praktikas. Und da habe ich sehr viel Positives einfach sagen müssen, weil es einfach auch so war, dass die Person in ihrem Bereich halt einfach eine sehr gute Arbeit gemacht hat und wir gesehen haben, okay, hey, hier ist jemand einfach wertvoll und die hat gesagt, wow, das hat sie noch nie vorher gehört in ihrer Werkstatt oder bei wo auch immer sie Regale eingeräumt hat, dass man wertgeschätzt wird und dass jemand zufrieden ist mit der Arbeit und ja, einfach dass man sich wohlfühlen kann und respektiert wird für was man ist. Ja, ich glaube, die Hotellerie ist eine sehr dankbare Branche einfach auch, ne? Also man sagte generell über die Hotellerie, dass dass sie auch Karrieren ermöglicht. Ja, man kann relativ schnell ins Ausland Erfahrungen machen, die man so, wenn man nicht irgendwie einen Hintergrund hat, eben nicht macht. Ich glaube, man kann sehr viele unterschiedliche Abteilungen ausprobieren in kurzer Zeit, auch Marken, Häuser, Kategorien. Und hier auch für so ein Projekt, sage ich mal, das ist einfach ein super Startpunkt, was ja nicht heißen soll, ihr wollt es ja nicht verlieren, keine Frage, aber auch ein Startpunkt einfach ins Arbeitsleben und dann vielleicht mal woanders nochmal reinschnuppern. Ja, auf jeden Fall. Und ich muss sagen, also es sind auch 2 wirklich, die eigentlich als unvermittelbar galten. Und wo ich mir die Frage stelle, warum? Also warum probiert man einfach nicht jeden erstmal überhaupt, wenn es über ein Praktikum ist, erstmal anschauen und was ergibt sich vielleicht? Und ich finde es super spannend mit dem Praktikum, ne? Weil da kann man einfach so die Tätigkeiten vorab definieren und dann guckt man einfach in einem kurzen Zeitraum, passt das jetzt? Ja. Und jeder weiß relativ schnell, woran er ist. Auch die Kollegen, ja. Genau. Ja, das ist schon
eine beeindruckende Sache oder ein schöner Weg, den man dann jetzt zusammen mit den jeweiligen Kandidaten beschreitet quasi. Jetzt wurde vor nicht allzu langer Zeit eure Arbeit auch über einen Preis honoriert. Einen Inklusionspreis, den ihr bekommen habt. Vielleicht erzählst du da ein bisschen was? Ja. War sehr, sehr überraschend, muss ich ganz ehrlich gestehen. Also wir haben damit nicht gerechnet, im Rathaus zu sein und dann plötzlich zu hören, also sie haben eine Laudatio quasi über das Unternehmen oder über die Arbeit. Und als es schon so anfing, dass es für uns eigentlich, für den nächsten Kandidaten ist es was Normales, da habe ich schon gedacht, oha, da könnte es uns treffen. Aha. Ist zum einen natürlich für uns eine Anerkennung. Ich finde es vor allem fürs Team eine super, super schöne Anerkennung, einfach zu sehen, wie offen der Umgang miteinander ist und dass das Ganze dann auch irgendwo die richtige Intention, der richtige Weg ist, auf den wir gehen und das auch was sein kann, worauf wir stolz sein können. Mhm. Und es hat sich natürlich danach auch ein bisschen was verändert. Also ja, klar, in dem Moment nach der Veranstaltung kamen sehr viele und wollten Kooperation, haben gefragt, was wir eigentlich anders machen. Wobei ich muss ganz ehrlich sagen, wir machen nichts Besonderes. Vielleicht ist aber genau das, was es so besonders macht, dass wir es einfach als Teil unserer Kultur irgendwie auch sehen. Ja. Und das ganze Thema nicht zu groß aufbauschen und nicht sagen, wir sind also kein, ich würde jetzt mal Inklusionswashing betreiben oder so. Und genau, und auch Meininger ist natürlich dann so ein bisschen oder ist ein kleiner Ruck durch unsere Firma nochmal gegangen, würde ich sagen, das Thema auch weiter zu behandeln. Wir können jetzt auch sehen, ich bin in anderen Standorten auch mit einem Gespräch mit Kooperationspartnern. In Berlin ist auch sehr viel passiert in den letzten Monaten und ich denke, dass es ein guter Weg ist, auf dem wir uns befinden. Und dafür sind solche Preise natürlich am Ende gut. Ja. Weil die einfach dann doch auch das Team, die Idee dahinter, die ihr habt, wertschätzen und die Geschichte nach außen tragen. Ja, für mich persönlich war es, muss ich sagen, einfach nur, mir ging es gar nicht um den Preis, sondern weil den Preis haben wir schon gewonnen, indem wir das einfach macht. Leben. Ganz genau, ja. Aber das war einfach schönes Zeichen zu sehen, okay, wir machen das Richtige. Das ist alles der Rest. Das heißt, dein persönliches Ziel ist jetzt einfach auch innerhalb der Meininger Hotels die Idee weiter zu tragen und Partner zu gewinnen. Ja, bei beiden Hotels, bei anderen GMs und nicht zuletzt eben bei Kooperationspartnern in den jeweiligen Städten. Ja, auf jeden Fall. Das heißt, da kannst du auch von Hamburg aus hier agieren innerhalb der Gruppe. Also ich bin ein bisschen mit involviert. Ich will jetzt nicht sagen, würde mir jetzt auch nicht auf die Fahne schreiben, ich bin hier der Inklusionsobermacker, sondern ich unterstütze so gut ich kann. Habe auch schon mit einem Kooperationspartner, sag ich mal, in einer anderen Stadt telefoniert. Einfach auch, weil nicht nur die Hotels, sondern auch dann zum Beispiel die Arbeitsagenturen oder andere sich nicht dann vielleicht so sicher sind, wie kommen wir aufeinander zu. Und da probiere ich so ein bisschen auch die Verbindung mit zu schaffen, wenn es geht, dass wir im Prinzip den ersten Approach zusammen schaffen, um das Thema einfach nicht in der Theorie zu besprechen, sondern einfach anzugehen. Jetzt hast du nicht nur den Bereich Inklusion bei dir im Team und auch als Leader, sage ich mal, den du dazu verantworten hast, sondern in der Hotellerie natürlich auch Menschen mit unterschiedlichen kulturellen Hintergründen, Sprachen. Ist es dann für dich als Führungskraft schon alles sehr, sehr, sehr komplex? Oder ist es genau der Reiz und das ist das, was dich antreibt? Ich würde sagen eher das Zweite. Also es ist wirklich, wenn wir wirklich alle wie ein Rädchen funktionieren würden und alle die gleiche Sprache sprechen, ich glaube, dann wäre es irgendwann auch langweilig und dann würde auch Unruhe reinkommen. Also klar kommt es auch so, wie in jeder guten Familie, mal Unruhe oder ein Streit rein durch Sprachbarrieren oder kulturelle Unterschiede. Aber ja, das ist genau das, was es so interessant macht. Also jeden irgendwie auch so zu nehmen, wie er ist, jeden wirklich aktiv auch zuzuhören, jeden zu respektieren, also innerhalb des Teams und auch ich als Führungskraft, ein Stück weit auch Pädagoge sein,
weil jeder hat so seine Wehwehchen und muss auch wirklich ernsthaft gehört werden. Jeder hat seine eigene Meinung, die auch gehört werden soll, auf jeden Fall. Und das zusammenzubringen als ein Team und auch irgendwie mit gutem Beispiel, ich versuche es zumindest, voranzugehen und zu zeigen, okay, jeder Mensch ist gleich und heute hat der vielleicht Mist gebaut und ist zu spät gekommen und morgen hast du dein keine Ahnung, dein Wehwehchen irgendwie, also Ja, mach's, ja. ich fand es vorher ein schönes Beispiel mit eurem Geburtstag, wenn derjenige dann da ist und den Kuchen und darüber halt einfach jeden im Team und wirklich jeden, zumindest einmal im Jahr sichtbar zu machen. Ja. Machst du da Gedanken, wie so Formate einfach auch weiter noch aussehen könnten, um einfach das Team zusammenzubringen, über alle Barrieren hinweg? Ja, wir haben also einmal auch von der Meininger Kultur her Team-Events, die wirklich mit in den im Alltag dabei sind. Hier im Team probieren wir auch zusätzlich noch kleinere Ausflüge, ob es jetzt eine Fahrradtour ist, zu machen, zusammen Kekse zu backen an Weihnachten, ist auch eine Tradition, wo dann Family and Friends zusammenkommen, dass man auch wirklich jeden nochmal auf eine andere Art und Weise. Das heißt, da können auch noch dann Familienmitglieder wirklich auch eingeladen werden. Freunde Zur Hotelfamilie. Zur Hotelfamilie. Okay. Genau. Und unsere Gäste. Das heißt, das ist jedes Jahr, es werden immer mehr. Ja. Und es ist einfach so toll zu sehen, auch den Austausch. Und so lernt man auch den anderen nochmal ganz, ganz anders kennen. Wenn man vielleicht auch ein Bild hat von einer Person, die wirklich in ihrer Meinung vielleicht was anderes ausdrückt, als man selber vielleicht greift oder denkt. Und dann einfach zu sehen, okay, da steckt ein ganz anderer Mensch dahinter oder steckt ein Mensch dahinter, der hat einfach ein anderes Anschauungsbild, wie auch immer, aber trotzdem ist er ein Mensch und trotzdem ist er nett. Und das zu sehen und das dann mit solchen kleinen Sachen zu fördern ist, finde ich ganz, ganz wichtig. Und auch wenn wir kleinere Team Meetings oder sowas machen, dass jeder dann auch wirklich sein Teil dazu beitragen kann. Wir haben jetzt ganz bald ein ganz neues Format, Team Dynamics heißt das, wo wir einfach nochmal auf eine andere Art und Weise sehen möchten, wie wir aufeinander eingehen, was der ein oder andere vielleicht für Ideen hat zur Gestaltung, weil im Endeffekt ist es die Kommunikation, die einfach der Schlüssel zu allem ist. Und also im Guten wie dann auch, wenn es Konflikte gibt einfach, ne? Ja. Also und Konflikte dann auch als Führungskraft nicht als etwas Schlimmes zu sehen, sondern wirklich als Effekt, was zu lernen daraus. Und das auch zu reflektieren an das Team, das ist kein Problem, sondern es ist eine Challenge, eine Herausforderung, die es zu lösen gilt. Und vielleicht einmal die andere Seite hören, vielleicht reflektieren, was kann ich selber dazu beitragen. Und das probieren wir hier umzusetzen. Und ich denke auch relativ erfolgreich. Ja, also es ist einfach wunderschön zu hören, was am Ende in so einem Hotel, am Ende ist es ein Hotel, drinsteckt. Also es ist doch eine Welt im Kleinen und einfach unheimlich positiv hier vorangeht und auch so die Herausforderungen in der Gesellschaft da mal anders angeht. Also ganz lieben Dank dafür. Jetzt bist du Hamburger und das Hotel ist ja hier auch unheimlich zentral und Meininger sieht sich auch immer so als Ausgangspunkt für eine Exkursion innerhalb der Stadt. Für jedermann, denn dafür ist ja Meininger bekannt, also einfach generationenübergreifend hier auch die eine Gästestruktur zu haben. Was wären so deine Tipps, sage ich mal, deine Ausflugstipps, die man in Hamburg oder vielleicht auch das erste Mal da ist? Morgen geht's ins Miniaturwunderland für mich und meinen Sohn, der dabei ist. Das solltet ihr auf jeden Fall machen. Ja. Ich glaube, das ist eins der, sogar deutschlandweit eins der meistbesuchten Attraktionen. Ich persönlich, auch wenn ich Gästen was vorschlage, seid ihr gut zu Fuß, dann auf jeden Fall, gerade bei gutem Wetter, nutzt die Möglichkeit, wir haben mich von hier aus in 20 Minuten an die Elbe, direkt an den Hafen runter, über die Altona Balkone und dann einfach über den Fischmarkt in die Hafen City, Landungsbrücken und
und Co. Was ich tatsächlich jetzt ganz neu kennengelernt habe, letztes Wochenende war ich auch in Hamburg unterwegs mit Freunden aus sonst woher, um den Hamburg zu zeigen. Und da sind wir ins Westfield Center gegangen. Das ist nochmal in der Hafen City ein ganz neuer Stadtteil, wirklich. Also die Hafen City ist ja schon ein bisschen länger da. Aber da ist einfach sowas Neues, Cooles auch entstanden. Okay. Nicht wie ein richtiger Einkaufscenter, sondern wirklich wie so eine kleine neue Stadt am Wasser direkt. Das ist eins. Auch wirklich vor nicht allzu langer Zeit fertig geworden, ne? Ja, also wurde vor 3 Wochen, glaube ich, Okay. eingeweiht. Also, einmal mehr eine Reise wert. Johannes Kunze, ganz, ganz lieben Dank für deine Teilnahme. Sehr, sehr gerne. Und für all deine Arbeit, und ich wünsche dir und Meininger, dass es einfach noch sehr viel Strahlkraft einfach hat und auch von dem einen oder anderen Preis begleitet nach außen getragen wird. Dankeschön. Danke dir. Danke dir. Bis bald.